Ihr seht es an meinem Content. Hacks finden nicht nur wöchentlich, sondern täglich statt. Systeme werden in genau diesem Moment verschlüsselt. All unsere Daten werden geleakt. Dazu werden erstmal natürlich all unsere Daten gesammelt. Viele definieren unser Zeitalter schon als Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Staaten wollen alles über euch wissen, genauso wie Hacker, genauso wie auch Firmen. Aber warum eigentlich? Macht das überhaupt Sinn? Wieso hören wir nicht einfach auf, unsere Apps und unsere Websites abzusichern? Lassen wir doch in unserem heutigen Gedankenexperiment den Hackern mal freien Lauf und schauen wir mal, ob wir Cybersecurity nicht einfach sein lassen können. Holen wir den Blackbox-Hacker aus dem Film, der alles hacken kann. Oder geben einfach jedem diese Fähigkeit. Und lasst uns, solange wir das tun, mal eines annehmen. Nehmen wir an, wir leben in einer politisch perfekten Welt, wo es keine Diktatoren, keine Terroristen und keine verfolgten Journalisten gibt. Bräuchten wir dann überhaupt noch Cybersecurity? Und wenn ja, wie viel? Das ist eher ein besonderes Video und ich habe keine Ahnung, wie ihr das aufnehmen werdet. Das ist das erste Mal auf meinem Kanal und ja, daher brauche ich natürlich euer Feedback. Also schreibt mir bitte, was ihr gut findet und was ihr vielleicht besser machen würdet. Aus dem Grund gibt es heute auch mal keine Quellen, das ist auch sehr ungewöhnlich. Das Experiment stammt nämlich komplett aus meiner eigenen Birne, ist aber im Endeffekt natürlich aus Erfahrung aus meinem Berufsleben quasi erwachsen. Und ihr könnt durch die restlichen Videos natürlich durchgehen, dort ist immer alles belegt und verlinkt. Okay, also eine unfassbar riesige Branche beschäftigt sich mit unseren Daten. Vermutlich die größte weltweit. Man kennt sie als Internetgiganten. Sie sind aber eigentlich Marketing-Riesen. Die Rede ist natürlich von Facebook bzw. Meta und Google. Diese beiden sammeln alle Daten, die man irgendwie von sich gibt und bauen sich ein gigantisches, ziemlich gutes Profil von euch auf. Über was in eurem Leben relevant ist, wann etwas für euch relevant ist und so weiter und so fort. Ihr schreibt zum Beispiel seltener mit den Freunden eures Partners, dann sagt das Meta, dass ihr kurz vor der Trennung steht und Dating-Apps für euch immer wichtiger werden. Das ist übrigens nicht erfunden, das ist wirklich so. Ihr versteht, wohin das Ganze geht. Die zweite riesige Branche da draußen, die im Endeffekt was mit euren Daten machen will, ist Cybersecurity. Die wollen, dass Hacker möglichst nicht an eure Daten kommen. Oder, um noch etwas präziser zu sein, in der Cybersecurity möchte man 3 Dinge schützen, die witzigerweise als CIA abgekürzt werden. Vertraulichkeit von Inhalten, Unveränderlichkeit von Inhalten und Verfügbarkeit von Inhalten. Aber Morpheus, Wuff ist doch nicht CIA! Doch, Klappe klugscheiße. Auf Englisch heißt das Ganze Confidentiality, Integrity und Availability. Und weil die CIA auf eure Daten so scharf ist wie die Chili-Soße, die heute immer noch brennt, ist das witzig und man kann sich's besser merken. Okay, also, was, wenn wir keine Confidentiality mehr haben? Nun, das würde zuallererst mal heißen, keine verschlüsselten Nachrichten mehr. Grundsätzlich könnte jeder euren WhatsApp-Chat mitlesen, euren Signal-Chat, alles. Aber ich meine, das ist ja eigentlich eh nichts Besonderes mehr. Jahrelang schon nutzen alle Telegram und schreiben dort den größten Mist rein. Kümmern tut es eigentlich niemanden so richtig, dass Chats dort in den meisten Fällen unverschlüsselt sind. Festgenommen wird niemand, sofern ich das sehen kann, obwohl es wirklich kuriose Gestalten gibt, die sich für nichts zu schade sind und tatsächlich illegalen Content posten. Und nein, die Morddrohungen, von denen berichtet wurde, sind da noch harmlos dagegen, so traurig das ist. Ihr könnt auf Telegram durchaus in unverschlüsselten Gruppenchats Drogen bestellen. Und wir müssen nicht einmal so weit gucken, auf Instagram werden heute schon junge Mädchen versteigert und Drogen kaufen ist dort absolut einfach. Alles völlig öffentlich, unverschlüsselt und nicht selten sogar sind ja auch Telefonnummern bei Instagram oder Telegram hinterlegt, die mit eurer echten Person verknüpft sind. Es scheint sich also wohl wirklich niemand für eure Inhalte, für euer Tun zu interessieren. Der nächste etwas kritische Punkt ist dann leider aber das Übermitteln von Daten. Wir kaufen zum Beispiel auf Amazon etwas mit Kreditkarte, dann müssen wir da wohl auch unsere Kreditkartennummer angeben, sonst wird das kompliziert. Das ist zwar richtig, aber Kreditkarten sind von Haus aus maximal unsicher. Das habt ihr vielleicht schon öfters mal gehört. Bezahlt ihr im Restaurant mit Kreditkarte, nehmen die Kellner die teilweise mit. Im Hotel passiert das sogar ziemlich häufig, dass man die sogar abgeben muss, als Sicherheit oder so. Auf dieser Kreditkarte stehen alle relevanten Informationen drauf,
Also hätte im Prinzip auch jeder Mitarbeiter bei Amazon am Ende die Möglichkeit, meine Kreditkarte zu verkaufen. Da kommen wir zu einem wichtigen Prinzip, das nennt sich Vertrauen, und das habe ich tatsächlich nicht in jedem Mitarbeiter von Amazon oder im Restaurant oder im Hotel. Vielleicht in ein oder zwei, aber definitiv nicht in alle. Wir leben also hier heute schon absolut unsicher. Wie wäre es stattdessen, wenn wir für unser Gedankenexperiment Kryptowährung als Zahlungsmittel annehmen? Völlig egal, ob die Worldwide Crypto oder Eurocoin oder was auch immer. Damit brauchen wir kein Vertrauen und können selbst alle Zahlungen übernehmen. Cool. Damit haben wir also das Problem auch gelöst. Andere Daten, die wir übertragen, sind Adresse, Wohnort, Name und was wir gekauft haben. All diese Daten waren früher mal in etwas, das nannte sich Telefonbuch. Wer kennt das noch? Fun Fact, das gibt es noch immer, ist quasi eine gigantische Doxing-Maschinerie mittlerweile. Aber ja, sind die Daten von jedem Einzelnen online, ist das aber wohl insgesamt kaum mehr was Besonderes. Und naja, unsere Nachbarn sehen ja sowieso, wo wir wohnen. Natürlich gehören da dann auch Promis dazu oder besonders schützenswerte Personen wie Geflohene, Verfolgte etc. hätten ein Problem. Aber in unserer idealen Welt gibt es keine Flüchtlinge, und Promis, die haben ohnehin ein Problem mit aufdringlichen Fotografen, egal ob die wissen, wo sie wohnen oder nicht. Ein bisschen weiter müssen wir uns dennoch vorwagen. Schaffen wir Vertraulichkeit ab, sind auch unsere Gespräche nicht mehr privat. Das heißt, jeder kann jederzeit jedes Telefonat und jedes Zoom-Meeting mithören. Aber auch das ist kaum mehr was Besonderes in einer Welt, wo jeder ein Mikrofon in der Tasche hat und potenziell Google oder Microsoft oder der Staat oder ein Hacker mithören können. Dann sind die Therapiesitzungen, in denen ihr über eure Kindheitstraumata sprecht, eben für jeden zum Mithören. Wenn das jeder macht, ist es dann noch etwas Besonderes? Dann kann euch jeder so gut kennenlernen, wie Google das vielleicht heute schon kann. Jemand erpresst euch, weil er Fotos von euch beim Masturbieren gemacht hat? Kein Thema, da draußen sind Millionen anderer Fotos von anderen Menschen. Besonders ist daran dann wenig. Doch sehen wir uns als nächstes das I an. Das steht für Integrity. Hier wird es ein bisschen trickier. Also bis zu diesem Punkt ist ja erstmal noch nichts, was wir heute tagtäglich machen, irgendwie unmöglich geworden. Klar, wir haben harte Annahmen getroffen, dass eine Regierung eine absolute Vertrauensbasis hat und dass wir als Gesellschaft Privatsphäre komplett aufgeben wollen. Aber sagen wir, man kann bis an diesen Punkt zumindest argumentieren, dass es möglich ist, wenn auch sehr unangenehm. Wie ist das bei Integrität? Integrität steht dafür, dass Inhalte, Werte, ja alles unveränderlich ist, sofern man das nicht wirklich können soll. Das ist kompliziert ausgedrückt für, wenn ich etwas auf Amazon kaufen möchte, soll nur ich das bestellen können, also ich als Person. Wenn Amazon ein Update installiert bei sich auf ihren Servern, habt ihr da nichts zu suchen, es sei denn, ihr seid Systemadministrator von Amazon. Das ist ein wichtiges Kriterium für unser alltägliches Leben. Geht die Integrität verloren, erlauben wir sozusagen jederzeit, dass jemand unsere Systeme verändert. Wir erlauben den klassischen Hackern, der eine Remote Code Execution durchführt, einfach alles zu tun. Der kann dann beliebige Dinge verändern. Und genau das passiert ja ständig. Wie viele Systeme werden jede IT-Trends verschlüsselt? Was wäre also, wenn wir einfach die Integrität unserer Systeme aufgeben? Fangen wir doch erstmal bei den Hackern an. Warum hacken die denn eigentlich unsere Systeme? Die meisten wollen Geld machen, indem sie Daten stehlen und verkaufen. Der Punkt fällt ja schon mal raus, unsere Daten sind ja eh öffentlich. Der zweite Punkt ist, dass Unternehmen ja laufen müssen, um da zu sein. Sprich, YouTube braucht die YouTube-Videos, um interessant für irgendwen zu sein. Wenn nun jeder sein Katzenvideo anstelle dieses Videos hier anzeigen lassen könnte, dann wäre das ein Bruch der Integrität. Aber mal ehrlich, braucht man dazu YouTube? Man braucht doch eigentlich nur die Videos. Und brauche ich Instagram als Plattform? Naja, ich brauche den Code, aber ich brauche nicht die Server von Instagram. Ich brauche eigentlich nur die Server von Instagram, weil Instagram dort die ganzen Bilder speichert. Was also eine Lösung wäre für dieses Problem, ist folgende Idee. Du hast Bilder von dir, die du gerne teilen möchtest. Ist zwar unnötig, ich meine, jeder kann sowieso jederzeit deine Bilder ansehen, aber hey, okay.
dann kannst du jetzt hergehen und auf deinem Handy die Bilder freigeben. Und wenn sich jemand diese Bilder ansieht, werden sie direkt von deinem Handy hochgeladen an das Handy des jeweils anderen. Gehst du danach offline, kann diese Person die Bilder für andere zur Verfügung stellen. Das Prinzip existiert schon länger und nennt sich Torrenting oder P2P-Netzwerke, wenn man allgemeiner gehen möchte. Peer-to-Peer-Netzwerke sind direkte Verbindungen zwischen dir und anderen Personen. Klar, sind alle Peers offline, die dein Bild gerade zeigen möchten, kann es niemand mehr sehen. Aber wenn es sich mal ein paar hundert Leute gespeichert haben, ist die Chance zumindest nicht schlecht. Werden jetzt natürlich alle Systeme der ganzen Welt auf einmal gehackt, wird das schwierig, aber es wäre zumindest einfacher, die Systeme abzusichern, denn gleichzeitig alle Smartphones der Welt übernehmen, gelingt nicht vielen, nur vielleicht Google oder Apple. Okay, wenn die Integrität wegfällt, können wir uns also grundsätzlich nicht darauf verlassen, dass unsere Systeme aber keinen Mist machen. Das heißt, wir arbeiten gerade und die Maus wird hin und her verschoben. Das wäre ein wenig blöd. Auch für Lieferketten wäre das etwas unlustig, wenn sie eine Tonne Äpfel geliefert bekommen wollen und plötzlich steht da eine Tonne Kinderschokolade zum Beispiel vor der Türe, weil Ferrero die Nachricht geändert hat. Huch, Ferrero die Hacker. Dann müssen wir uns leider eben von Kinderschokolade ernähren. Wie dumm aber auch. Unschön auch, wenn die kritische Infrastruktur, genauer die Wasserwerke zum Beispiel in Florida, betroffen sind, wo durch ein Hack die Konzentration von einigen Substanzen im Trinkwasser so erhöht wurde, dass es fast giftig geworden wäre. Oder ein Flugzeug, Auto, sonstiges Verkehrsmittel, das absichtlich in die Wand fährt oder abstürzt, weil ihr gerade Streit mit einer fremden Person hattet. Oder Krankenhäuser, die keine Patienten mehr retten können, weil ihre Systeme spinnen. Und dann wäre dann natürlich noch die Sache mit den Atomraketen. Falls deren Integrität nicht mehr gewährleistet ist, könnte eine Person mit psychischen Problemen die ganze Menschheit einfach ausrotten. Aber ob man solche Waffen überhaupt haben sollte? Weiß ich nicht, Digga. Ja, die Integrität und Verfügbarkeit macht uns einen gewaltigen Strich durch unser Gedankenexperiment. Denn wo vielleicht im privaten Rahmen alles höchstens nervig oder unangenehm ist, ist es in vielen Systemen heute absolut tödlich. Es sind wirklich Menschenleben im Spiel. Im Zweifel könnte uns ein Hacker an den Rand des Aussterbens bringen. Die Frage, wie viel Cybersecurity man braucht, hängt auch immer vom Schweregrad ab. Im Fachjargon heißt das Ding Risikomatrix. Wichtig sind hierbei die Wahrscheinlichkeit, dass etwas eintritt und natürlich, wie schlimm der Schaden ist. Wie gut muss ich denn als Privatperson eigentlich abgesichert sein? Im besten Fall so, dass das, was euch wirklich wichtig ist, sicher ist. Bilder von den verstorbenen Großeltern, eure Tagebücher oder Kindheitsbilder in Hautoptik zum Beispiel sollten wohl gut verschlüsselt in Tresoren liegen. Ein Passwortmanager möchte extra gut gesichert sein, damit die Integrität von euch als Person gewährleistet sein kann. Ich fände es wirklich höchst unangenehm, wenn plötzlich sehr private Gedanken auf meinem Twitter zu lesen wären, selbst wenn ich das nicht war. So etwas kann euch bei der Jobsuche dann am Ende auch wirklich Probleme machen und auf euch zurückfallen oder für Mobbing genutzt werden. Das ist beides nicht leicht und hat schon Menschen in den Selbstmord getrieben, also sind hier auch Menschenleben auf dem Spiel sozusagen. Das sind also die Sachen mit gewaltigem Schadensausmaß und je nachdem einfacher oder nicht mehr so einfach durchzuführen. Verschlüsselt mir aber jemand mein System und meine ganzen Daten sind weg, dann kann ich die entweder wieder beschaffen oder sie waren vielleicht einfach nicht so wichtig für mich. Das Schadensausmaß ist also dann eher gering. Und selbst ein Moon Bounce, das was, wenn es euch infiziert, euren kompletten Rechner zerstört und ihr faktisch günstiger dran seid, einen neuen zu kaufen, ist verhältnismäßig nicht dramatisch. Ja, ihr braucht ein neues Mainboard, aber ein paar hundert Euro, das geht wohl noch einigermaßen klar. Uncool ist es trotzdem, deswegen sollte man sich natürlich trotzdem ein wenig schützen und informieren, um es eben nicht auf Schwierigkeitsgrad wahnsinnig einfach zu machen. Zum Beispiel, wie kann ich Phishing-E-Mails erkennen? Solche Sachen sollten eigentlich grundlegend sein. Systeme patchen und einfach aware sein ist ja grundsätzlich kaum Aufwand und daher auch für geringen Schaden definitiv sinnvoll. Denn wenn wir zurückdenken in unsere Risikomatrix, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Phishing-Opfer werdet, ist ja extrem hoch. Und damit ist das Risiko schon zumindest mal mittel, wenn ihr euch nicht drum kümmert.
Wenn ihr euch ein bisschen drum kümmert und das insgesamt schwerer macht zu erreichen, auch wenn der Schaden vielleicht gar nicht so schlimm ist, dann ist es gar nicht mal so dramatisch. Seid ihr ein Unternehmer oder vielleicht Journalist, Politiker, Promi, Influencer, dann sieht das Ganze etwas anders aus. Ein Unternehmen hat nicht nur Daten von sich, sondern auch von Kunden und Partnern. Werden die gestohlen, ist zumindest die Kooperation mit ein paar davon auf jeden Fall gelaufen. Damit steigt das Schadensausmaß, das so ein Hack anrichten kann, und man muss sich zusätzlich darum kümmern, dass sensible Daten verschlüsselt werden oder getrennt auf dem System liegen. Denn das ist wichtig für das Bestehen des ganzen Unternehmens. Als Journalist müsst ihr eure Quellen schützen, sonst seid ihr relativ schnell weg vom Fenster, weil keine Quelle euch mehr vertrauen kann. Je nach Land müsst ihr sogar euren Standort oder euer Leben schützen. Als Promi oder Influencer habt ihr Reichweite. Ihr müsst eure Accounts, eure Social Media Accounts, ganz besonders schützen, denn sollten eure Accounts gehackt werden, könnten eure Fans, die Menschen, die euch so wichtig sind und für die ihr jeden einzelnen Tag euch aus dem Bett quält, an falsche Websites geleitet werden, Geld an falsche Leute zahlen und vielleicht selbst Opfer werden von Cybercrime. So zieht sich das eigentlich durch. Wie attraktiv seid ihr, bist du als Ziel? Wie angreifbar bist du? Wie schwer ist es, dich anzugreifen? Und vor allem, wo kannst du überall angegriffen werden? Wenn man sich dessen bewusst ist, wo man angegriffen werden kann, dann kann man sich überlegen, wie wahrscheinlich ist das Ganze und wie schlimm wäre es, und demnach kann man handeln. Ich würde vermuten, die meisten haben kein besonders hohes Risiko, außer an ein paar wenigen Stellen, wie zum Beispiel eben Phishing. Und die müsst ihr dann eben absichern. Das ist wie ein Glas mit einem Loch am Boden. Das Glas wäre super und klar, man könnte es komplett zerbrechen, damit man das ganze Wasser stehlen kann. Aber es ist unwahrscheinlich, dass gerade jemand mit einem Hammer an den Tisch kommt. Dass das ganze Glas aber vielleicht ein Loch hat und man dadurch einfach langsam das Wasser abzapfen kann, das wird oft übersehen. Staaten haben es ja mit ganz anderen Angreifern zu tun. Andere Staaten, die Milliarden in die Ausbildung und Forscher ihrer Leute gesteckt hat. Und demnach müssen Atombunker oder kritische Infrastruktur so brutal abgesichert sein, wie die sprichwörtliche Festung. Das Schadensausmaß wäre nämlich einfach nur insane hoch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Angriffe kommen, ist definitiv zumindest gegeben. Daher muss auch die Verteidigung dann wirklich extrem sein. Ja, ich weiß, das hört sich ein wenig widersprüchlich an zu dem, was ich sonst immer sage. Aber ich will eines ganz klarstellen. Es gibt Fanatiker in der IT-Sicherheit und vor allem auch in der Privacy. Keine Daten dürfen übermittelt werden. Kein Angriff darf auch nur entfernt möglich sein. Man möchte selbst so sicher sein wie ein Atombunker. Dafür verzichten sie auf vieles. Nur kein Windows, Google ist böse und Facebook ohnehin. Am besten, wir gehen alle wieder zurück und werfen alle Handys weg. Ja, auch ich gehöre gelegentlich zu diesen Menschen, aber mit solchen Statements erreicht man keinen Herr Bauer von nebenan. Und ich appelliere jetzt an euch, weil ihr natürlich diejenigen seid, die die Message auch weitertragen. Für viele und auch für Firmen muss der Trade-off gesehen werden. Investment ist ja auch immer ein großes Thema. Muss ich wirklich Millionen ausgeben, um einigermaßen sicher sein? Eigentlich nicht. Ein Leben ohne Risiko zu führen ist insgesamt eigentlich unmöglich. Verzichten wir auf Digitalisierung, dann haben wir bald wieder Hungersnöte. Aber klarzustellen, dass je nachdem gar nicht so viel nötig ist, um einigermaßen sicher unterwegs zu sein, das schreckt viele Menschen nicht mehr so arg ab. Und die Einordnung in diese Sicherheitsmatrix, die hilft so ungemein auch beim Prioritätensetzen. Ich kriege zum Beispiel gelegentlich Mails, wie ich es denn nur wagen könnte, meine Videos auf YouTube hochzuladen. Diese Plattform ist ja von Google und spioniert Menschen aus. Gleichzeitig nutzen sie dann aber eine Hotmail-Adresse und haben kein Backup. Prioritäten sind wichtig. Im besten Fall eliminiert ihr alle Risiken, die nicht mehr gering sind. Habt ihr alle Risiken auf gering, dann reden wir gerne nochmal weiter, was wir noch besser machen können. Denn Cybersecurity ist keine einmalige Sache. Es ist ein Prozess, der niemals enden wird. Und bis dahin sollten wir auch vielleicht einfach zufrieden sein, wenn die berühmte Oma schon 2FA und einen Passwortmanager nutzt und ihr nicht auch noch ein 12-fach verschlüsseltes Backup auf einem Raspberry Pi aufzwängt. Sie wird schon selbst merken, was sie davon hat, wenn sie sowas nicht holt. Aber ganz ohne Cybersecurity geht's wohl auch nicht. Wie unser Gedankenexperiment eigentlich gezeigt hat. Vielleicht für euch als Person, aber nicht für jeden auf dieser Welt. Dazu gibt es zu viele Gefahren und ganz so ideal, wie wir es uns vorgestellt haben, ist die Welt dann leider doch nicht.
Und diese Gefahren gehören auf der Risikomatrix halt leider auch mit rein. Aber durchaus spannende Ideen hatten wir ja eigentlich schon, wie es vielleicht zumindest besser gemacht werden könnte. Kryptozahlungen sind jetzt schon sicherer als die von Kreditkarten. Schade, dass da bislang so spekulativ mit umgegangen wird. P2P-Anwendungen könnten Stabilität und Verfügbarkeit im Netzwerk deutlich verbessern. Aber dazu bräuchten wir viel schnelleres Internet und Verträge, die den Datenverkehr zum Beispiel nicht limitieren. Hier, 5 GB, das reicht für P2P nicht weit. Aber all das braucht ein völlig anderes finanzielles Verständnis, denn Anwendungen wie Google lassen sich nicht kostenlos entwickeln. Solche Anwendungen sind aber nur als Open Source denkbar. Aber das ist das Thema für ein anderes Video. Was ist euer Risiko und vor allem, wo habt ihr gemerkt, dass ihr noch was tun solltet? Lasst mir diese Tipps vielleicht gerne mal in den Kommentaren da, denn anderen wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.